Willkommen aus dem hohen und verregneten Norden. Nee, regnet gar nicht. Sah gerade so aus. Bei Werder Bremen geht's weiter. Spieltag 29, nicht mehr lange. Dann ist die Saison vorbei. Dann wissen wir, wofür unsere Leistung gereicht hat. Dem Sieg gegen den VfB Stuttgart zu Hause würde ich heute gerne den nächsten Sieg folgen lassen. Aber in Bremen ist natürlich auch nicht gerade so einfach. Die kämpfen aber auch noch um den Klassenerhalt. Die haben die letzten 4 Spiele nicht gewonnen. 2 Niederlagen, 2 Unentschieden. Lebenslang grün-weiß als Choreo. Ich beginne heute nochmals. Ich gebe dem 4-3-3 nochmal eine Chance. Aber mit Fridtjonsson heute vorne. Ich habe ja gesagt, der hat eigentlich mehr Argumente als Philipp. Wobei mir das für Philipp auch ein bisschen leid tut. Habe ja auch ein bisschen Geld für den bezahlt. Gut gemacht hier schon von den Bremern, aber mal gucken. 4-3, ich habe es ein bisschen defensiver gemacht, dafür die Außenverteidiger ein bisschen mit nach vorne. Ich muss einfach probieren. Ich probiere es jetzt einfach und mal schauen, ob es heute klappt gegen Bremen. Brodowski, der war auch gegen Stuttgart schon richtig stark. Muss er alleine machen, keiner ist da, aber Brodowski verzieht. Aber egal, ein erster Abschluss. Gleich Sicherheit holen hier von Anfang an und dann weiß ich ja nicht wie Bremen. Gut, die haben eine Fünferkette, 5-3-2. Vorne doch Marvin Duksch. Namdi Collins ist da, sehr, sehr schön. Darüber müssen wir uns auch einfach wieder ein bisschen Selbstvertrauen hier holen. Und dann gewinnen wir auch solche Spiele oder drehen auch mal Spiele wie gegen den VfB. So, nächste Chance, Wanner, der hat viel zu viel Platz und genauso Fridtjonsson. Das war kein Abseits. Und dann gehört uns hier die Anfangsphase, schade. Bisschen zu genau gezielt. Zu genau gezielt, jetzt kommt Jinma für Bremen. Oh, Jong weiß dazwischen. Wird nicht gepfiffen, okay. Und dann haben wir hier 3 gegen 2. Dann haben wir eigentlich Überzahl. Könnte Abseits sein. Nee, ist es nicht. Jongwa läuft durch. Schade. Aber dadurch haben wir halt auch wieder eine Option mehr, ne? Wenn wir sagen, die Außenverteidiger kommen mit nach vorne. Vielleicht funktioniert das halt gut gegen eine Fünferkette. Fehlpass mit Ansage. Das ist auch wieder ein Fehler, der halt nicht passieren darf. Ansonsten stehst du offen. Pardos kommt. Da sind wir eigentlich zu dritt, da darf eigentlich nichts passieren, aber irgendwie kriegt Werder doch die Lücke. Und findet sie, Naby Keita, oh, der spielt mal. Ist ja auch selten, ne? Ich glaube, der hat bei Bremen noch gar nicht gespielt die Saison. Warum nur? So. Wanner wartet auf Poso, der kommt auch mit nach vorne. Und jetzt haben wir Fridtjonsson in der Mitte, muss sich positionieren, macht er auf Fridtjonsson! 1-0! Und dann köpft er doch rein, dann ist er doch da, unser Isländer. Ja, wie gesagt, er hat momentan das Momentum auf seiner Seite. Ja, da kommt er auch relativ frei zum Kopfball, aber ist halt auch groß und das ist halt auch, glaube ich, seine Stärke. Ne? Der hat Power-Kopfball, okay, als Playstyle. Dann ist klar, warum fast jeder Kopfball von ihm drin ist. Deswegen plädiere ich ja immer dafür, auch so einen Spieler mit in der Mannschaft zu haben. Weil du musst auch ab und zu mal über Flanken agieren. Du kannst nicht immer nur klein und den Ball ins Tor reintragen. Ab und zu musst du halt auch mal eine Flanke reinspielen. Deswegen möchte ich auch gerne für den Sommer wieder so eine Kante vorne drin haben. Möglichst wieder mit Power-Kopfball, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir sind schon wieder vorne. Fridtjonsson bedient Listesch. Das ist ja richtig einfach gespielt. 0:2. Ja, innerhalb von 3-4 Minuten. Pack da mal den Boniface hier aus. Aber lass die Hose an. Zieh nicht die Hose aus. Und das ging jetzt auch ein bisschen zu einfach und auch zu schnell hier. Fridtjonsson und dann Listesch, der hat so viel Platz. So fühle ich mich manchmal, wenn die Gegner auf uns zukommen. Und dann ist es ja auch nicht unhaltbar, würde ich sagen. Der war ganz schön schwach geschossen. Aber der Keeper kommt nicht ran. Ich weiß nicht, wer im Tor steht. Und dann steht es 0:2. Und für Listesch freut mich das auch. Also 21. Minute, innerhalb von 4 Minuten haben wir hier auf 0:2 gestellt. Und damit die Sorgen der Bremer noch ein bisschen größer gemacht. Wie gesagt, die stehen unten drin, die sind verunsichert. Die brauchen jeden Sieg, aber ich halt auch. Deswegen kann ich da leider keine Rücksicht drauf nehmen heute. Aber das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Das kann sich auch ganz schnell wieder drehen und wenden hier innerhalb von 2-3 Minuten. Pardos, Werder ist wieder vorne. Naby Keita, oh, er hat zu viel Platz. Duksch ist da, müsste aber abseits sein. Ist es nicht? Doch, ist doch abseits. Ah, da sind wir gut rausgerückt und dann war Duksch, glaube ich, eine Fußspitze. Ja gut, der Unterschenkel war im Abseits.
Sehr schön gemacht. Und dann geht es wieder nach vorne. Und wieder so viel Platz. Das ist ja Wahnsinn hier. Paul Wanner, Fridjonsson ist schon wieder komplett frei. Da greift auch keiner an. Was machen denn die Bremer? Und wieder Pfosten. Und da hätte ich auch noch 1-2 Meter gehen können. Also die Bremer, die machen überhaupt nichts. Habt ihr die Verteidiger gerade gesehen? Die standen einfach da. Wie festgeklebt. Und da hätten wir mit Fridjonsson auch nochmal gehen müssen. Das war eine große, große Chance, da aufs 3-0 zu stellen nach einer halben Stunde. Aber Achtung, Bremen kommt. Nnamdi Collins kommt nicht rein, aber Sinamoy ist im kurzen Eck auch da. Sehr, sehr schön, sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen die Bremer. Über Keita. Ishii kriegt hier nicht ganz geklärt. Da ist Vogts. Oh, Achtung, Senne Lienen. Oh, schön gemacht, Lienen. Und der Anschluss. Und das Horn ertönt. Ja, da haben wir es ja eigentlich gut gemacht mit 2 Mann. Und dann gehen wir leider beide in die eine Richtung. Lienen zieht rüber und versenkt den unter der Latte. Da ist dann auch nichts zu machen für Sinamoy. Schade. Wenigstens die 0 noch bis zur Halbzeit halten, aber es ist ein wildes Spiel, war wieso auch nicht. Also ich meine, mit unserer Beteiligung sind das immer wilde und spektakuläre Spiele. Und Bremen ist wieder da. Wir hätten hier längst aufs 3-1 oder 3-0 schon stellen müssen, aber wir gucken nochmal. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Wanner, oh, Vorsicht. Oh, das könnte Rot geben. Oh, da hat er Glück. Ich habe jetzt gedacht, weil er vorher schon abgepfiffen hat, normalerweise ist das immer Vorteil. Ja, die Grätsche, die war unnötig. Da habe ich Glück gehabt. Und die Bremer sind wieder da. Wir haben sie wieder ins Spiel zurückgebracht. Aber auch wir werden uns noch ein paar Chancen rausspielen. Jetzt sogar die nächste über Wanner gegen Tuta. Aha, guck an. Tuta vernascht da auf dem Bierdeckel. Wanner. Und der nächste Abschluss. Ja, also das wäre eigentlich eine Partie gewesen, wo es halt wirklich noch um den Klassenerhalt geht. Wir sind jetzt raus schon aus dem Abstiegskampf. Wir haben eigentlich nie was damit zu tun gehabt. Und die Bremer müssen halt jetzt zusehen, ne, was sie machen. Schön freigespielt. Aber Poso kriegt hier nicht ganz rumgedreht. So, ist wieder auf seiner Position. Duxch ist vorne. Dürfen wir uns nicht rausrücken lassen. Duxch ist da abgefälscht. Nabi Keita, Ball haben wir geklärt. Halbzeit, jetzt müsste es sein. Oder? Einen Angriff kriegen die Bremer ausgerechnet noch über Deman. Oh, der läuft da durch. Das ist unfassbar. Und wir können nichts machen. Wir stehen wieder rum. Ishii, Nnamdi Collins mit vereinten Kräften. Jongwa klärt das souverän. Und dann ist jetzt erstmal Halbzeit. Auch wieder eine sehr aufregende erste Halbzeit. Ein paar Tore sind gefallen. Es hätten auch noch mehr sein können. Wir hatten ja 2 Pfostenschüsse. Davon mal abgesehen. Sind aber trotzdem die bessere Mannschaft. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte mal nur kurz Interesse halber auf die XG-Werte gucken. 1,9 zu 0,5. Also, liegen wir voll im Soll. Die Bremer, ja, auch. Also 1-2 Mal abseits, glaube ich, ne? Und dann das Ding von Lehnen. Das kann immer mal passieren. Da sahen wir leider nicht gut aus. Aber dafür wäre jetzt so ein frühes Tor, so ähnlich wie gegen den VfB nach der Halbzeit, vielleicht gar nicht so schlecht. Rodowski, genau, Listesch. Nein, der sollte auf Listesch, um Gottes Willen. Was macht Jongwa denn da? Castaneda haben wir aber wieder so. Hinten oben aufbauen. Mal auch den Ball wieder laufen lassen. Ich möchte es natürlich auch schnell nach vorne spielen. Wenn wir die Gelegenheit haben, wenn uns Bremen hier die Lücke gibt. Ja, könnte abseits sein, ja. Weil da musst du es schnell machen. Klar, auch mal das Spiel beruhigen, aber wenn wir den Platz haben, dann muss ich es auch schnell machen. Da ist zum Beispiel wieder gar keiner. Da haben wir wieder geschlafen. Achtung, die Bremer. Pardos und Jinma. Und Jongwa passt auf. Sehr gut hinten rausgespielt. Und jetzt mal ein Doppelpass und Listesch ist weg. Fridjonsson auch. Zieht den Gegner. Und oben warte ich eigentlich, dass Rodowski einen anderen Laufweg macht. Da hat mir der Laufweg jetzt gerade wieder nicht gepasst. Aber egal, Chance lebt noch. Listesch läuft auf den Bogen, bevor er dann zum Ball geht. Remberg genauso. Jetzt sind wir gerade ein bisschen... Ja, zu langsam. Wir kriegen die zweiten Bälle nicht. Oh, und jetzt kommt Bremen über Duxch. Nein, 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 das darf er nicht. Der darf da nicht durchkommen. Der ist jetzt mir nicht bekannt als Sprintmonster. Von daher war das gut, dass wir den ja vorher aufgehalten haben.
So, das meine ich. Da oben muss er durch. Jongwa ist auch wieder zu riskant eigentlich gespielt. Jetzt ist es ein sehr wildes Spiel. Ein sehr aufgeregtes Spiel gerade. Weil halt viele Fehler, es geht viel hin und her. Und die Bremer, oh, was ist das denn für ein Ball? Der ist ganz, ganz komisch. So komisch, dass Bremen ausgleicht. Ja, der sah gar nicht so gefährlich aus. Es waren ja 2, 3 Mann, waren da im Strafraum. Dann kommt dann die Collins leider zu spät. Das hätte dann Elfmeter gegeben. Aber das kann zum Beispiel nicht sein. Klar, da war Ishii vorher auf der Außen. Das heißt, da war irgendwo eine Lücke. Und das wird halt gnadenlos bestraft. Das wird auch gegen Bremen gnadenlos bestraft. Das ist Wahnsinn. Und schon steht es 2-2. So gut die erste Halbzeit war, umso schlechter bislang die zweite Hälfte, leider. Wir machen einfach zu viele Fehlpässe. Wir laden die Bremer ein zum Tore schießen. Aber vielleicht die Bremer uns jetzt auch wieder. Fridtjonsson. Listes, schön gemacht. Remberg kann es auch von Weitem, aber der wird wieder abgeblockt. Und es ist halt so nervig einfach, wirklich. Wenn du schon vorher weißt, du brauchst eigentlich gar nicht schießen. Weil der Gegner kommt sowieso ran. Der Gegner blockt den Ball sowieso. Da kannst du nichts machen. So, ich werde jetzt wieder aus 4-2-3-1 umstellen. Ich brauche ein bisschen ein kompakteres Mittelfeld. Und zwar mache ich das hier. Und werde hier die Position mal umstellen. So, Godowski auf der Außen. Castaneda wechselt mal mit Listes. So ist es, glaube ich, richtig, genau. Das kann ich hier noch machen. Fridtjonsson. Nicht falsche 9, sondern der hat Anspielstation plus. Nee. Wir machen mal Knipser-Profi, dass er vorne drin bleibt. Hat Godowski hier noch irgendwas Besseres? Nee. Castaneda hat Innenverteidiger-Profi. Der kann sich also in die Innenverteidigung fallen lassen. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Wie sieht es offensiv aus? Ja, wir versuchen das mal. Was ist Listes noch? Den würde ich mal Schattensturm-Profi geben. Der soll mit in den Strafraum reingehen. Der soll da nochmal für ein paar gefährliche Aktionen sorgen. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier wieder separat umstellen. Weil die das nicht hinbekommen. Ach nee, doch, hat er hingekriegt. So. Jetzt bin ich gespannt, ob es das bringt. Gegen VfB hat es geklappt. Da habe ich aber auf 4-3-3 umgestellt. Jetzt haben wir hier das 4-2-3-1. Wie gesagt, Back to the Roots. Das ist die Formation, die ich am meisten gespielt habe. Die ich eigentlich auch am besten drauf habe. Aber manchmal muss man halt auch flexibel sein. Aber wir sind vorne über Godowski. Schöner Laufweg. Jetzt ist Fridtjonsson. Wo ist er? Da positioniert er sich. Ja, der kommt richtig gut. Das klappt doch. 3-2. Was für ein kurioses Spiel schon wieder. Aber auch da haben wir zu viel Platz. Aber wir können es ja. 1, 2 Kontakte hinterlaufen. Es kann manchmal so einfach sein, wirklich. Und jetzt gerade hier, guck mal, Godowski hat Zeit, sich zu drehen. Sogar mit links den reinzuchippen. Und dann ist es wieder Fridtjonsson. Völlig frei. Also, dass der mittlerweile ein Kopfball stark ist, sollte sich doch rumgesprochen haben. Aber gut für uns. Der ist Wahnsinn, ne? Der köpft die so platziert rein mit solch einer Wucht, dass das offensichtlich für Bremen nicht zu verteidigen ist. Gut für uns. Wieder die Führung, 3-2, aber das war es, glaube ich, noch nicht. Das müsste abseits sein, ja. Das wäre so wichtig. Wenn wir hier heute nochmal gewinnen, dann sind wir nochmal voll drinne. Weil ich glaube nicht, dass auch Gladbach und Frankfurt jedes Spiel gewinnt. Und solange wir hier unsere Spiele gewinnen gegen so Gegner, dann könnte es sogar wieder ein spannendes Finale geben am letzten Spieltag. Im Kampf um. Und sei es nur der Conference League Platz. Auch die Conference League wäre für Münster, für so einen Aufsteiger generell, eine richtig, richtig gute Saison. Dann müssen wir aber gucken, die verflixte zweite Saison, wie es dann da läuft. Aber jetzt müssen wir erstmal das hier zu Ende spielen. Die Saison und das Spiel, vor allem Godowski und Fridtjonsson. Die beiden finden sich heute. Fridtjonsson zum dritten. Nein. Aber wir bleiben drauf. Wanner. Poso. Jetzt haben wir genau die Bremer da, wo ich sie haben wollte. Das ist jetzt genau das Spiel, was ich möchte. Den Ball halten, in den Reihen, hin und her spielen. Warten, bis sich genau die Lücke auftut und dann nochmal zuschlagen. So, dann verschieben wir mal wieder rüber. Machen wir es wie im Handball. Ein Doppelpass hier. Zack, er hinterläuft. Es geht so leicht, es kann so einfach sein. Fridtjonsson. Jetzt liegt er sogar noch quer in der Luft. Das wäre die Krönung gewesen, wenn er den noch versenkt hätte. Noch sind es 10 Minuten mit Nachspielzeit. Ja, es scheint jetzt so, als ob Bremen sich so ein bisschen
nicht damit abgefunden hat, aber die finden momentan nicht ins Spiel zurück. Das ist gut für uns. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass wir vieles richtig machen. Aber noch haben wir es nicht geschafft. Noch ist der Sieg nicht unter Dach und Fach. Bremen kommt nochmal über Nabi. Keita, Danjuma. Oh Gott, wo haben sie den denn hergeholt? Danjuma. Aufgepasst, Keita. Und da ist ein Jinba um Sinamoy. Rettet in allerletzter und höchster Not. Den habe ich eigentlich auch schon wieder drin gesehen. Weil gegen die Bälle, wie gesagt, da kannst du nichts machen. Du kannst wirklich nur hoffen, dass das passiert. Dass er rüberschießt. Da hat den Sinamoy Glück, dass er auch... Ja, dass er nicht ganz so platziert war und auch nicht so hart geschossen. Aber das Spielglück, vielleicht erarbeiten wir uns das jetzt auch wieder, ja, in den letzten Spielen. VfB letztes Spiel, Bremen jetzt in diesem Spiel. Jetzt haben wir die Chance, das Ding hier zuzumachen. Kodowski. Noch nicht, aber wir haben noch die Chance. Fridjonsson. Und jetzt Wanner, der fehlt noch. Nochmal die Parade. Wer ist denn das im Tor? Der kommt mir bekannt vor. Der hat auch ein echtes Gesicht. Ich weiß nicht, wer es ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir unseren zweiten Sieg in Folge mal wiederholen. Fragt sich nur, wie hoch. Ich glaube, es wird beim 3-2 bleiben. Ja, eine Chance kriegen wir noch. Wanner nochmal. Oh, der ist hoch und lang in der Luft. Collins kommt nicht mehr ran. Aber das ist egal. Der nächste Sieg. Auf dem Weg in die Conference League. Auf dem Weg in die Euroleague. Champions League vielleicht sogar. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir mal 6 Punkte. Auch gegen Gegner geholt. Wo es nicht selbstverständlich war. Aber wir haben uns zurückgekämpft. Wir haben selbst nach dem 2-0 Vorsprung und dann der Ausgleich. Haben wir uns nicht hängen lassen. Haben umgestellt. Und am Ende, ja, dürfen wir uns bei Fridjonsson auch unter anderem bedanken. Und jetzt müssen wir auch immer so ein bisschen auf die Konkurrenz schauen, ne? Was macht Gladbach? Dortmund gewinnt, die Bayern unentschieden, also ist Dortmund wieder ein paar Punkte vorne. Was macht Gladbach? Was macht Stuttgart vor allem? Wir sind jetzt 7. Und auch Frankfurt natürlich, ne? Gladbach, Stuttgart, Frankfurt, das sind jetzt so unsere direkten Konkurrenten im Kampf ums internationale Geschäft. Jetzt haben wir den nächsten Gegner, Union. Die haben eine, ja, okay Statistik. 2 Siege aus den letzten 5 Spielen, das letzte Spiel nicht verloren. Nelson Semedo, das ist so ein Fiebertraum. Also solche Transfers. Calafiori sehe ich ja jetzt auch erst in der Innenverteidigung. Calafiori ist eigentlich auch für Höheres berufen. Okbe Mudia, Benesch, Schäfer, Pretain, Vertesmen haben sie noch auf der Bank. Ja. Afif, das ist der aus Katar, glaube ich, ne? Der Flügelspitzer. Dann haben sie Kral, Rote, auch nicht schlecht. Budimir, Volland. Ja, ist auch eine gefährliche Truppe. Und Union, auch unangenehm immer zu spielen. Abgeschlossene Jugendscout-Mission. Okay, der ist jetzt wieder zurück, glaube ich. Ne? Hat nochmal ein paar Spieler. Oder sind das die Spieler, die er insgesamt hat? Ich glaube, es sind die Spieler, die er insgesamt hat. Na, wie gesagt, dieser Suleiman, der ist ein sehr interessanter Spieler. Murat Ibrahim. Kann der auch Stürmer? Ne, beziehungsweise was kann der? Ach, der kann nur rechter Flügel. El Masri, aber der ist nur 1,73. Ich will ja wirklich einen Kopfballstarken vorne haben. Vielleicht muss ich da bei dem Jugendmann nochmal separat schauen. Aber ich kann jetzt eh niemanden versenden. Ich habe kein Geld. Ich kann mit 7 Euro nichts machen. Oder mal gucken, für 7 Euro geht nichts. Nee. Muss ich jetzt warten. Dann kann ich das erst wieder in der Sommerpause machen, wenn wir dann das Geld von der Saison haben. So, wo wollte ich rauf gucken? Auf die Tabelle. Da sind wir 7. Jetzt 7. vor der Eintracht. Das heißt, wir hätten Stand jetzt den Conference League Platz, glaube ich, oder? Oder ist das der 6. Platz, weil der 5. Euroleague ist? Das wird nicht so ganz klar. Also klar, oben, das weiß ich, Champion, dann die Champions League bis Platz 4, dann Platz 5 und Platz 6 ist, Platz 6 ist, glaube ich, nur, ne? Conference League. Außer der Pokalsieger. Haben die das hier mit berechnet, dass falls der Pokalsieger auch unter den ersten 4 steht, dass dann der 7. Platz auch noch zählt? Ich weiß gar nicht. Also, um auf Nummer sicher zu gehen, müssen wir 6. werden. Und da sind wir wieder mittendrin im Rennen. Was ich nicht gedacht hätte, ich habe gedacht, so nach dieser kleinen Durchstrecke, okay, das war's jetzt. Und auch Mainz ist offensichtlich noch nicht weg. Die haben auch nur, ja, ich rechne gerade mal so drüber, 7 Punkte, wobei das wird schon eng. Doch, also ich glaube, an den nächsten 1, 2 Spieltagen könnten wir schon die ersten Entscheidungen haben. Hier hat Dortmund auch 5 Punkte Vorsprung. Aber hatte Dortmund letzte Saison auch, ne? Einen Spieltag vor Schluss. Beziehungsweise vorletzte Saison und dann haben die Bayern doch noch geschafft. So, ich darf nicht vergessen, das nächste Auswärtsspiel. Ne, wir spielen jetzt gegen Union, dann in Wolfsburg und dann das nächste Heimspiel. Ich versichere mich da nochmal, weil ich darf das nicht verpassen. Büro. Da, in den Kalender. Also, genau, Union, Wolfsburg und dann gegen Köln. Da werden wir dann unser
Jubiläumstrikot präsentieren. Also am 30. ist ja der Geburtstag, aber... Oder am 29. oder so, weiß ich nicht. Am 30. glaube ich. Und dann hier gegen Köln gibt es das Jubiläumstrikot. Also, macht's gut, bis zum nächsten Part. Das wird sehr, sehr spannend. Sowohl oben als auch unten. Ist noch nichts entschieden, es ist noch alles offen. Dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.